So ich freue mich, dass du an Gott glauben darfst, oder dass du an Gott sein Wort glauben darfst. Die Bibel sagt, dass wenn wir dass Gott sein Wort, das jaft uns Licht. Und dass wenn wir nicht Gott haben, dann haben wir nicht Licht. Und wo weit ich dort? Ein Weg, wo wir das kann weiter, ist, wenn wir Menschen beobachten, die da nicht Gott sein Licht am Verstand, am Gedächtnis haben. Die Chancen der Menschen. Und groß rede ich von dem Gefängnis. Und wir können auf die Menschen an ihr aufchecken und sagen, wo sie sind, wo sie sind, jene 12-jährige Kinder im Gefängnis. Meine Frau ist dann auch, wo sie ist dort. Wir haben nicht rauf auf die checken, ob dort, das sei ja schon. Das ist zum Erröhren, wirklich, wenn wir dort würden sein, nicht? Und so, wenn wir checken dann, wo das schaffen, wenn der Mensch nicht Licht hat, dann kann wir auch dankbar für sein, dass wir eine Gegenwart vom Licht sind. Eine Frau ist dann, laut wie Gott sein Licht an uns Gedächtnis nennen. Lass du Gott sein Licht an dein Hort nennen. So, das sagt, wenn Gott sein Wort nennt kommt, das bringt Licht. Das bringt Verständnis. Der andere Frage sein, die Furcht des Herrn, auf Englisch sagt es, the fear of the Lord. Das einfach ein Plattdietch gesagt wir sein, wenn wir uns von Gott Angst haben, das ist der Anfang von Weisheit. Und dann, wie sind ihr Lied, Gott ist live, und dann wird wir uns nicht Angst haben vor ihm, das ist krieg so. Aber ich und die sollen uns zu Angst haben von Gott, dass wir werden mutwillens oder weitend anrichten. Wir haben das vielleicht alle getan, aber das soll uns dann lernen. Und ich glaube, die Folgen von den Decisions, die lernen uns, dass er hört, dass das nicht reich gehen wird mit uns. Und das wollen wir alle in uns Leben an, und das kann wir dann auch sein, dass wir von geredet haben. Wo die Menschen am Dienstren gehen, und besonders wo die weitend am Dienstren gehen, fordert es schwer. Und so, weil wir uns Leben an Gott sein Wort vertiefen. Ein guter Freund, was ich habe, ist auch in deiner, eine andere Kirche, frage ich mich, was er nochmal von meinem Leben verschiedene Dinge gesagt. Luther Tiet sagt immer zu mir, was ich, wenn ich von woher das habe, weil wir bloß sagen, habe ich auch gedacht, sagt er zu mir, dass wahrscheinlich das ist mit Gott. Er sagt, wie kann je so viel Zeit mit Gott sein, als wir wollen? Das ist nicht so. Du kannst so viel mit Gott sein, als du willst. So, dann muss ich mich fragen, wie viel Zeit habe ich gewollt mit Gott sein, dieser Weg? Oder fähige Weg? Oder durch mein Leben? Das ist doch auch nicht die Bibel. So, wir glauben ja die Bibel, das glauben wir. Und die Bibel sagt, das ist ein Weg nur Gott. Die Bibel sagt, das ist nur oben der, und der heißt Jesus. So, wie kann nur Gott kommen? Und wie kann so viel Zeit spending mit Gott, als wir wollen. Die Bibel sagt, wir glauben die Bibel sagt, Gott hört uns, wenn wir zu ihm reden. So, ich und die kann, das ist, was er zu mir sagt. Ich hatte noch nicht alle durchgedacht, aber ja, ich und die kann so viel Zeit mit Gott spenden, als wir wollen. Und so, weil wir das tun. Adam und Eva, sie spenden jeder Tag Zeit. Ich dachte, dass dann mein Verstand das fängt an viel zu spinnen, wenn ich so was dort hier andreht, das bosig. Manchmal zu bosig. Und dachte ich viel zu, na, wo wird es dann gewesen, wenn Adam und Eva, so nicht wissen sie, nicht so die Zeit vom Tag, nicht kommt Gott am Garten an, nicht dort kommt Gott. Ich weiß nicht, wo das wir, waren sie das an, dort kommt er, oder wir auf einmal bloß da, ich weiß nicht, ich habe mir nicht bloß menschlich an so ein Bild, oh, nicht kommt Gott dort, waren sie an, nicht kommt er. Dann würden einfach schwimmen sein mit ihr Phone, hing am Bosch, erst ja hier anfangen, würde sie, leider mit ihrer Freund spazieren. Oder Adam würde schwimmen haben, am Anfang so ja Newsnote zu sein, wird sie wohl leider dort ist mit Gott sein. Ist das nicht so, ich kann die von denen manchmal sind? Oder so er draht mir, und nur mal so er schaffen, fehlt die noch, so er dort dort alles zu tun, während Gott da wie irgendwo mit ihrem Typ sein. So sie deuten nicht so, aber dann eigentlich so. Und wir können mit Gott sein, so viel als wir wollen. So, das ist ein Gedanken, den uns, wir können überdenken. Ein Vers, was ich will mitteilen mit Ihnen von denen, das ist 1. Korinther 15, Vers 22.
1. Korinther 15, 22. Als dat sagt es dit, so als in Adam alle Menschen sterben, so kommen sie auch durch Christus, waren alle zum Leben. Okay, den Vers werden wir noch einmal lesen. Habe ich den auf 1. Korinther 15, Vers 22. Wenn du nicht eine Bibel hast, vielleicht tigen sie den ab. Das sagt, so als in Adam alle Menschen sterben, so kommen sie auch durch Christus, waren alle zum Leben. Groß reden wir von Licht gehen oder einer Distanz gehen. Gott sein Wort bringt Licht. Und so uit eine Tür, wenn wir uns bloß gehen lassen, wenn wir uns fahren lassen, wenn wir nicht wahre geboren sind, besonders, dann gehen wir im Düsteren an. Und wir erinnern uns selbst miserable Dinge an. Wir tun Dinge, was der schwere Ding mit sich bringt. Und aber wenn wir Jesus haben, hier ist ein Unterschied zwischen ein wahrer geborener Mensch und ein Mensch, der nicht wahrer geboren ist. Ein wahrer geborener Mensch, der will, das rechte Ding tun. Manchmal fängt er das schwer und er merkt auch Fehler da manchmal, aber ein wahrer geborener Mensch, der will, das rechte Ding tun. Und so, dann stehen wir ein. So, das ist Port von dem Licht und das ist viel, was da kommt. Und, aber wir als Christen, wir beleben auch Dinge, was schwer sind. Wir beleben Dinge, was sehr unangenehm sind. Und ich habe von der noch mit einem Freund geredet, es ist auch ein Deiner von 6 Uhr, aber er jung, diese Weg gefunden, dass er eine Krankheit hat, für was er keine Heilung ist. Und es ist ein 13 Jahre jung, hast du gesagt, er ist 11 Jahre jung. Und das der Doktor sagen, es ist keine Hoffnung, der wird bloß langsam schwacher geworden. Das kann viele Jahre dauern. Und so, das ist sehr schwer. 11 Jahre jung sind wir hier. Und Eltern nicht. So wie als Christen sind wir mutig, mutig im Glauben, so kann wir end. Aber was tun wir damit? Und das sind schwierige Dinge, was wir beleben. Some von uns beleben, oder haben belebt, sehr schwere Dinge. Und so werden wir uns dann kriegen nur Gott drehen und sein, wo er uns halten kann, uns Glauben stark halten und am Freien, dass er unsere Seele wird erquicken. Das sagt hier die Bibel. In Psalm 23, er erquicket meine Seele. Das meint bloß, dass meine Seele, ja, mein Körper, meine Umstände gehen durch Dinge durch, was ich nicht verstehen kann, was sehr schwer sind. Ich rede nicht unbedingt von Dingen, was wir uns selbst anrühren tun, aber da kommen schwere Dinge in uns Leben an, auf einmal, was wir nicht mehr tun können. Und die Bibel sagt, dass Jesus, als es uns hört, er hilft uns und er erquicket meine Seele. So das ist unsere Seele, wenn wir unsere Augen abheben, nur Gott, nur Jesus, er erquickt uns, er hat eine Speise für uns, dass wir mutig wiedergehen, mit frischer Mut oder Dollar mit Frieden. Und so dort werden wir uns anholen. Und aber die Dinge sind nicht leicht. In einem Tag dann sagen wir, wie wir die Dinge verstehen können. Von der und dann müssen wir fährten. Ich habe hier ein paar Dinge, was wir wollen ein bisschen bechecken. So, wir werden ein bisschen ein Thema nennen, von wo wir können. Nu rede ik alle today van ons wat er bloß leven. Dat zijn niet unbedingt so schwere Dinge, wat er passieren doen. Bloß wir leben und wir schaffen und wir versuchen Gott zu dienen. Und das Leben geht wieder, ein Tag, der nächste Tag, geht wieder. Und wir leben manchmal und wir haben so ein schönes Leben. Das sagt Luther Tito noch wer zu mir. Ich sehe ein Bett, was wir deuten, so wie das dort. Und sagt, die haben ein schönes Leben. Und das ist auch so. Und wirklich fing ich mir über manchmal an mein schönes Leben, dass ich undankbar und mutlos war und so wie das so. Und das denke ich so, dann schäme ich mich, wenn ich das antworten darf. Und so, wir wollen ein paar Dinge bechecken. Und das ist besonders für die von uns, die ein schönes Leben haben. Und wir befinden uns über das sind, wo bleibt uns Mut? Wo so, wie so eingestellt, dass wir sind. Wir wollen ein klein bisschen checken. Hier sind ein paar Punkte, wo wir ein klein bisschen checken, wo wir können lernen. Und das ist Part von dem Licht, was Gott sein Wort uns lernen hat, wo wir können seine Ritte checken, wo wir können Mut leben,
en door nog aan schaffen en steeds bloß met voren en mogelijk worden, wanneer we werkelijk durch unsere Hand dafür. Dus ik zei, some von uns leven vielleicht ein beginnen Ding, was vielleicht so schwer sein, weil wir uns nicht dann die Freiheit nehmen, möglich zu sein. Und aber das ist für uns bloß an uns tägliche Leben, dass wir uns können anwenden, wenn wir wollen, muss sein, zufriedener zu sein und mutiger zu sein, Mut zu nehmen. Und das, was wir machen antworten, das ist, dass der Mut, das Ding, das Scheingehen, das kommt nicht von den Dingen, woran wir uns sind. Wir haben das leicht so in den Städten, wie wir wohnen, wir haben das so schön alle. Wir haben alle viel mehr als genug zu essen. Wir haben alle ein Boverdach, wir haben alle, wir sorgen nicht an unsere Safety, dass der erste was an, wir haben das wirklich schön. Und dann, wenn wir danach können, mutlos sein, das meint dann bloß so viel, dass der Mut und das Scheingehen, das hat nicht mit den Dingen zu tun, woran wir uns sind. Dann wird wir alle an Zeit sehr mutig sein, meiste von uns. Als ich sage, some von uns gehen durch schwere Dinge als andere. Aber die Dinge, woran wir uns sind, die merken nicht mutig. Jetzt hier wird der König Salomo, die kann sie nicht schicken. Ich habe hier den reichste, weiße König, was sie hatten, gehört in Bernhahn. Und König sagen, wir besonders Gott hat ihm gesehen. Und er sagt, dass er so lange gelebt hat mit all seinem Geld und all seinem Reichtum und all seinen Wässer. Dann sagt er, was hilft das Lachen? Was hilft all das Scheingehen? Und sagt er, jeder Ding, was er jetzt zu proben hat, geprüft. Und das alles bloß, das hilft mir nicht. Und so, er sieht das den Zeit, da wird wir in der Bibel finden, und was er geschrieben hat, ich glaube in Ecclesiastes, das 2. Kapitel, redet davon. Und so, ich kann ein Ding, was uns in den Mut wegnimmt, ist, dass wir schaffen und wir schaffen und wir schaffen und wir schaffen, sei noch mal durchhand zu kommen, dass wir noch mal wollen, aber durchhand, dass wir wollen, mal mutig können sein. Dann müssen wir auf einmal realisieren, dass, ja, wir wollen schaffen, wir wollen wiederkommen, aber wenn dort mutig sein, 10 Jahre wieder, wenn dort kann ich von denen auch mutig sein. So, die Dinge, die ich rum mich habe, da muss ich mich dann bloß anstellen, dass ich will, die sein, was da mutig ist. Ich will nicht lernen, was nochmal alle, was eingestellt sind, nein, wo wir können mutig sein. Das ist, was ich meine. Uns Mut, unsere Dankbarkeit soll nicht mehr zu tun haben. Sie sagen, ja, das kann Dinge sein, was da schwierig sein, dass ich sage. Aber über das Ganze, bloß das schönes meiste von uns leben, dann weil wir nicht lernen, was sich da dran uns was eingestellt haben, was wir wollen, schafft nicht sein. Ein Ding, was wir können tun, um seine Hechtigkeiten, da mit Mut, ist, wenn wir wollen, die Schwierigkeiten, was wir durchgehen, wenn wir die wollen, so sein, dass es eine Gelegenheit zum Wachsen. Es ist eine Gelegenheit zum Wiederkommen. Was kann ich von das lernen? Jakobus 1, Vers 2 sagt, dass wir sagen, dass es eine Freude teilen, wenn uns Glauben geprüft wird, wenn dort wird uns helfen, in uns Christenleben zu wachsen. So, ja, dann meint das dann nu, wenn ich nu in Ding belebe an meinem Tag, was der Unterschied ist, was ich will gleichen, ich sehe so Menschen, dann habe ich Trouble mit mir selbst zurückkijken, dann denke ich nu an das, bin an das Dwergstreek, nicht nur was anders gegangen, das Schrutz gegangen. So, es kann eine Prüfung von Gott sein. Und so, dann soll ich mich da freien für die Dinge und mich sein zu üben. Was soll ich hier mal tun? Ich soll mal anfangen, lieber versuchen, geduldiger zu sein. Vielleicht einmal kriege ich zu sein, dass ich was Dinge nicht reich handeln darf, weil wir das mal sein, nicht bloß denken, oh, das ist das, sehe ich ja, und das ist, ich gelehrt sehe, oder so habe ich mir das auch gewarnt, oder was immer. Dann werden wir lieber das checken. Okay, das Trouble hast du, das ist our Trouble hast du, aber über das will ich gewinnen. Dann checken und kämpfen da über, und steht bloß mitschälen. Und das sein mit Frieden zu tun. Check mal, hier hat eine Gelegenheit mal mein Charakter, hier hat man eine Gelegenheit da, als Jesus versuchen zu werden. Das wird ein Ding sein. Fair checken mit Mut. Ein Ding, was wichtig ist, ist, wo wir unsere Gedanken haben. Viele Menschen, oder some Menschen soll ich sagen, die wissen das nicht, dass sie Gedanken haben. Die wissen das nicht, dass sie some Menschen, die wissen das nicht, dass ihre Gedanken ihren ganz benehmen tun. Das ist nicht für allem so, aber für some Menschen ist das so.
En so, bloß wat immer ze denken doen, dat is bloß wat ze doen. Wat immer in de gedanken aankomt, dat is wat ze doen. De Bibel leert het klar door, dat een mens wat zijn gedanken niet beherrschen, dat is een stad ohne een wand. Da kan alles nemen wat nemen wil, en daar vliegt ook alles uit wat uit wil. Dat is geen controle. So ik kan u moeten leren, onze gedanken im Toom nemen, zijn de moed aan te stellen. Ik bruk niet de moedloze gedanken denken. Het is een kind Gottes, van den Heiligen Geist hast, dan waar we ons dort anfangen te nemen. We zijn een nieuw mens, we zijn niet meer die wat we willen. Gott heeft ons nie het verlangen gegeven. Een Christ, een ware geboren kind Gottes, heeft een verlangen, dat reicht het gedaan. En zo dan kunnen we aanvangen, met die dingen te zien te schaffen, die moedlosigheid en die dingen wie brücken, dat niet denken. En ja, bijmal hastig komt ons eerst wat aan, en dat waar we dan zijn te zien te schaffen, en waar we ons die dingen wat ons bis dag voor dag metvoeren, ons dat leren. Nou, zo doen we niet. We doen ons moed merken. Ik heb een jonge vriend, der heeft dat, hij zegt zich iedere dag, en ook meestal allemaal, wanneer hij mij traf, en dat een van de eerste dingen wat hij te mij zegt hij, dit is een goede dag van der. Nou, ik denk immer, dat hield zich mir im Bett vlak, aber hey, wieso nicht? Ist het niet een goede dag? Ja, het is een goede dag. En zo, dat men onderscheidt wat ik kan die denken doen, en dat kost die krijgt zo goed zijn, is wat hij kan. Van der is een goede dag. De dag is goed. Waar ik met den dag handelen doen, dat hebben we nog niet van gereden, maar de dag zelf is goed. En zo, ja, daarin zeg ik, sommige van ons schaffen met andere dingen, maar voor die van ons besonders red ik toe, wat we eeuwig ons een schijnend leven met voor doen, dat is een goede dag, böse goeie, moedloos ram met den kop afhängen. Mij komt het manchmal erop aan, en vielleicht dat die ook, waar we ons leren. Philippa 4 vers 8 zegt, Brüder, wat immer je kan in vers, we worden niet lezen met een tidshouden, maar zegt, Brüder, und die dingen wat er waarheid zijn, die dingen wat er oprechtig zijn, die dingen wat er recht passieren doen, die dingen wat er rein zijn, die dingen wat er smak zijn, lieftolig zijn, dat zijn de soort dingen wat we willen ontdekken. We denk ik een tijd aan de dingen wat meer afbrengen doen. Wij willen die dingen denken wat er schijn zijn, wat God gemerkt heeft. Vielleicht hebben we de natuur betrachten, naar de mensen rond ons, en we schijnen God, jeder mens draagt een wedstrijd van God met, niet? En zo er zijn veel goede dingen te denken, en dankbaar te zijn voor de gemeente, en voor de arbeid, en voor de schijnes wie dat hebben. So, ons dat leren, dienstig te denken aan de dingen wat er goed zijn, en steeds aan de dingen wat er niet goed zijn. Een ding wat we hier niet zijn te doen, manchmal, wanneer we trouble hebben in deze land met ondankbaar zijn, dat is, we denken veel aan de vergangenheid. Oder we denken veel aan de toekomst. Het is best fijn, wanneer we daar nog mal aan denken. Maar van der leven we niet aan de vergangenheid, ook niet aan de toekomst. Van der leven we van der. So, ik heb niet controle over wat ik gisteren deed. En die hast ook nicht. Die hast noch nicht Kontrolle über was du morgen wirst tun. Und nicht 10 Jahre wieder. Aber von deren, gerade nu hast du Kontrolle über was du nu tust. Und so, weil wir uns denken, wir können uns das andere alle aufschieben. Und das meine ich nicht. Aber weil wir an dem Moment leben, was wir von deren sind. Ich kann nicht sagen, was ich gleich hinter. Und ich sage, der beste Weg, zum Schürmerken, dass morgen wird gut sein, das wenn ich von deren, das reicht dir da. So von deren hast du die Gelegenheit, reich zu tun. Von deren hast du die Gelegenheit, Gutes zu tun. So do das von deren, und dort wird die morgen halten. Morgen kostet noch nicht Gutes tun, aber von deren kostet. Wir können von deren auch Schlechtes tun, aber morgen können wir noch nicht Schlechtes tun. Wir können das planen, und wir sollen das gute Pläne merken. Aber von deren haben wir Kontrolle über die Dinge, was wir tun. Weil wir von deren leben, weil wir uns sure merken, dass wir von deren das tun, was wir sollen, dann, weil wir bis jeder Tag dan dat doen wat we zullen doen. Een ding wat ons wat helpen moet ja te zijn, dat is wanneer we worden vergeven. Dus ik zei, sommige van ons leven in de vergangenheid. Op eenmaal dan komt er wat op. Oh ja, oké, dan moeten we dus eenmaal vergeven. Laatst vroeg somebody, ja, wat meint dat vergeven? En we willen nog een boodschap gaan doen even. Maar waar we leren vergeven. De Bibel leert ons in Epheser 4, vers 32, we zullen lieftolig zijn einander, werkhartig en ons einander vergeven, zo als Christus ons vergeeft heeft. Wat heeft Christus die vergeeft?
Ik weet niet waar hij de andere rammen die in die familie, waar heeft hij die vergeeft? Zoals Christus die vergeeft heeft, zo zulst du den nächsten vergeven. In de Bibel nu, wat we geloven, waar we dat ons aannemen. So dan kan ik hem vasthouden, kan ik. Houdt Jezus die vast over de vergangenheid? Hij dat niet. En wieso hou ik dan de anderen vast over de vergangenheid? Dat kan ik niet doen, dat zal ik niet doen. Zo vergeven is Jezus mij vergeven. Dan op eenmaal dan kan ik loslaten. Dan leef ik aan. En dat is part van een Nieet leven. Dat is part van dat licht wat nandt kan wanneer we God zijn woord aanlaten. Zo, een Nieet leven. Ontvangen te vergeven. En ja, manchmal hebben we al vergeven. We hebben het allerlei wat ziet je schon. We hebben het een kriets gebracht. En op eenmaal dan komt dat dag weer op. Zo dan moeten we nog eenmaal een beetje erkämpfen. Wordt niet zo schwer zijn. Maar ja, dan bloß klar haben, und wir waren vergeben, dass wir waren loslassen. Und das ist auch nicht immer so einfach. Aber das ist, was die Bibel lehrt, und das ist, was wir wollen tun. Wenn wir das können tun, wo wir das haben tun, das hilft uns immer, in die Menschen zu gleichen, in Leben zu beweisen. Ein Ding, was sehr wichtig ist, und wir wollen, dass wir sehen in uns schönes Leben, met moed leven, dat is wanneer we ons leren dankbaar te zijn. 1 Thessalonicher 4, Vers 18 zegt, en jeder ding dankbaar te zijn. Wenn dat is God zijn wil en Christus Jezus. So God zijn wil, manchmal wundern wir, wat is God zijn wil? Besonders wanneer we jünger zijn, wundern wir, wat is God zijn wil? En dan denken we aan dit levensstil, of dit arbeid, wat allemaal zich alle goed. God zijn wil is dat we dankbaar zijn. So, hoe kom ik God zijn wel nu, met dankbaar zijn? En ja, ik struggle daarmee. Op eenmaal dan, ja, dus ik zei, ik kan schon niet leven. Ik ga ook struggle, maar ja, ik word ganz zo, ik blijf zeggen, ja, ik kan schon niet leven. En dan ben ik fijn dat, op eenmaal dan zei ik, maar ondankbaar. En nog meermaal zeg ik het leggen. En wat je dit op met deze zaak. De Bibel leert ons, dankbaar te zijn. En we ontvangen, dat is een positieve ding, waar we kunnen denken en ons leren. En dat zijn zo'n dingen die moeten we ons leren, dan moeten we ons aanwenden, dankbaar te zijn. Dat we kunnen met moed en met geloven weitergaan. En zo zijn er nog vele meer dingen zijn. Dat zijn beste dingen. Zo waar we ons niet leven, wat Jezus ons aanbieden deed, dat is hier dat eerste de vergeving der zinnen, dat gaan we alle hebben. Dat hebben we, wanneer we aan Jezus aannemen en aan geloven. Waar we ons niet dingen aanleren, wat dat schwer merken. En waar we ons leren en waar we ons dat aanwenden, en dat niet leven te leven. Nog God je zegen.